Hallo ihr Lieben, heute geht es weiter mit den Osterrezepten und das heutige Video ist die erste Video von 3 Videos, wo ich euch erklären und zeigen werde, wie ihr Osterkekse mit Eiweißglasur dekorieren könnt und solche schöne. Das heutige Video ist die Basisvideo. Es geht um Eiweißglasur, wie es vorbereitet wird und gefärbt wird und auch wie die Kekse dann mit dieser Glasur gefüllt werden. Lasst uns mit dem Tutorial anfangen. Erst werde ich empfehlen, die Eiweißglasur nach Verpackungsanleitung zu vorbereiten und die minimale Wassermenge dafür zu verwenden. Ich habe erstmal ungefähr 60 Milliliter Wasser in die Pulvermischung gegeben. Das war aber zu wenig. Ich habe gemerkt, dass es sehr schwer für den Mixer war und es war einfach so stückchenweise da. So die Glasur kam nicht so zusammen. Deswegen habe ich dann 2 oder 3 Esslöffel noch dazugegeben. Ich würde empfehlen, einfach einen nach dem anderen dazugeben und inzwischen kurz mixen, um zu sehen, ob die Wasser reicht. Dann, wenn die Wassermenge genug ist, werdet ihr das merken, weil es viel einfacher zu mixen ist. Und dann, ganz wichtig, 3 Minuten lang mixen, bis die Pulvermix oder die Eiweißglasurmasse schön steif geworden ist, so wie ihr auch hier sehen könnt. Das ist jetzt die ganz feste Konsistenz und damit kann man auch verschiedene Deko machen, aber wir brauchen die 15 Sekunden Konsistenz und jetzt werde ich einen Esslöffel nacheinander dazugeben und immer nach jedes Mal die Wasser schön reinrühren. Dann, wenn ihr merkt, dass die Masse so aussieht, so es wird viel flüssiger und es wird so schön weich, dann würde ich empfehlen, weniger als die eine Esslöffel dazugeben. Das kann ein bisschen dauern, aber am besten so, dann gibt man nicht zu viel Wasser. So, jetzt immer ungefähr halbe Esslöffel Wasser dazugeben, reinrühren und dann testen. Und beim Testen meine ich, eine Muster auf die Oberfläche zu machen und dann abwarten. Und die Glasur ist dann perfekt, wenn die Muster in 15 Sekunden verschwindet. Wenn ihr merkt, dass die Glasur so weicher wird, wie ich gezeigt habe, dann immer, wenn ihr Wasser dazu mixt, testen und schauen, wie lange es dauert, bis die Muster komplett verschwunden ist. Dann, wenn es nur 15 Sekunden dafür braucht, ist die Konsistenz perfekt. Dann habe ich meine Glasur in 4 Teilen geteilt und ich werde jeder Teil noch in 2 Teile teilen. So am Ende werde ich dann 8 Farben haben. Aber ihr könnt natürlich so viele Farben machen oder zubereiten, wie ihr braucht. Ich würde empfehlen, ganz wenig Farbe erstmal dazugeben, weil die essbaren Farben sehr ergiebig sind. Dann, wenn alle Farben fertig sind, können wir mit dem Deko anfangen und erstmal wird die Spritzbeutel angeschnitten. Hier ganz am Ende so sehr kleine Stück anschneiden und danach testen. So, wenn da nur ganz wenig, so sehr dünne Streife kommt, dann einfach ein bisschen mehr abschneiden. Aber am besten erstmal eine kleinere Stück, dann muss man nicht umfüllen, um einen neuen Spritzbeutel zu verwenden. Dann wird erstmal der Rand gemacht und ganz wichtig, nicht ganz am Rand, aber so ein bisschen Platz da lassen und nach dem Rand wird die Keks schön mit Glasur gefüllt. Ganz wichtig hier auch Zeit nehmen und ein dickes Schicht Glasur auf den Keks machen. Und nachdem, wenn da Lücken bleiben, dann diese Lücken auch ganz schön nachfüllen. Und dann können wir noch mit einem Holzstäbchen die Ränder ganz schön ordentlich machen. So,
Wenn da jetzt irgendeine Stelle nicht so schön aussieht, dann keine Sorge, man kann das dann nachher noch ordentlich machen. Und dann, wenn das Keks schön dekoriert ist, dann vorsichtig hochheben und so schütteln, dann wird die Glasur auch ganz schön glatt. Ich würde sagen, das Wichtigste beim solchen Keksen ist Geduld. Versucht es nicht zu schnell zu machen, einfach sich Zeit nehmen und dann klappt es am besten. Ich habe schon sehr viele Kekse dekoriert, aber ihr könnt trotzdem sehen, dass ich das sehr langsam mache, weil dann kann ich mir sicher sein, dass es auch ganz schön klappt und dass ich so in schneller dann irgendwas nicht unordentlich mache. So, dieses Video war die Basisvideo für euch, für alle, die noch nie mit Eiweißglasur dekoriert haben. Und mit dieser Basis könnt ihr dann verschiedene Kekse dekorieren. Ich habe hier die ganz simple, ganz ohne Deko und dann verschiedene Deko-Varianten auch, die ich dann euch in den nächsten Videos zeigen werde. Und das alles könnt ihr dann mit dieser Glasur, mit dieser Konsistenz auch machen. Ich hoffe, du hast heute was Neues gelernt und dass die Video war hilfreich. Und ich hoffe auch, dass es hat dich inspiriert, solche Osterkekse zu vorbereiten. Wie gesagt, das war der erste Teil und es kommen noch 2 andere Videos, in dem ich dann die anderen Designs oder in dem es dann um Deko geht, und da werde ich euch super simple Ideen zeigen, die mega schön aussehen, und die sind wie gesagt ganz simpel und jeder schafft diese schönen Kekse selber zu machen. Wenn dir mein Tutorial gefallen hat, vergiss nicht die Daumen nach oben, und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen und auch die neuen Keksvideos nicht zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.